Hallo liebe Freunde der Füße, es geht weiter mit Anlage 3. Anlage 3, notwendige Angaben auf der Heilmittelverordnung und einheitliche Regelung zur Abrechnung Ärzte. Das heißt, wir bekommen ja ab 01.01.2021 eine neue Heilmittelverordnung 13. Über diesen Verordnungsvordruck ist ja schon sehr viel diskutiert worden und die Anlage 3 soll natürlich Licht ins Dunkel bringen. Dann gucken wir mal, ob es das auch tut. Ziel der Anlage: Es ist sicherzustellen, dass der Leistungserbringer fehlerhafte und unvollständig ausgefüllte Verordnungen besser erkennt. Sie gibt ihm einheitliche Regularien zur Korrekturmöglichkeiten, Form und Zeitpunkt. Diese Anlage berücksichtigt dabei die Anlage 3 zur Heilmittelrichtlinie. Dies trägt dazu bei, dass mögliche Fehler rechtzeitig behoben werden können und Rechnungskürzungen und Nullretaktionen nur in berechtigten Fällen erfolgen. In dem Rahmen der Richtlinie nach § 302 bestehen oder im Hauptvertrag zu dieser Anlage vereinbarten Regelungen zur Abrechnung sind ergänzend zu beachten. Das heißt, den Hauptvertrag, das Video habt ihr hoffentlich schon angeguckt, da gibt es ebenfalls einen Absatz für die Abrechnung. Im Hauptvertrag sind die Rahmenbedingungen, hier ist das Ganze nochmal vereinzelt und genauer, hoffentlich. Was ich vorab sagen muss: Wenn ihr eine Heilmittelverordnung 13 annehmt, also Patient kommt mit einer Heilmittelverordnung 13, dann wird diese Heilmittelverordnung 13 bei mir sofort überprüft, ob alles draufsteht, was draufstehen muss. Ist irgendwelche Korrektur oder fehlt irgendwas, dann klebe ich da ein Papperle drauf, schreibe ganz genau drauf, was da fehlt und was der Arzt zu ergänzen hat oder was der Arzt ergänzen soll. Wir dürfen ihn ja nicht zwingen. Und wie er das zu machen hat, und ich gebe den Zettel wieder dem Patienten mit und der muss das ändern lassen. Ich werde den Teufel tun und werde den Arzt da anrufen, dass ich das da selber kläre. Die Zeit habe ich nicht. Das soll der Patient schon selber machen, wenn er die Verordnung abgerechnet haben möchte. So, Nummer 2. Formen, Fordernis, Verordnung auf vereinbarten Vordrucken. Heilmittel dürfen im Rahmen der vertragsärztlichen Verordnungen nach § 13 ausschließlich auf den vereinbarten Vordruck gemäß des Bundesmantelvertrages verordnet werden. Der Verordnungsvordruck ist in Anlage 2 oder Anlage 2a Blanko-Verordnungsformularbedruckung des BMVE und in den Vordruckungserläuterungen näher beschrieben. Für die Verordnungen von Heilmitteln sind die Verordnungsmuster 13 oder Verordnungsmuster 13e Blanko-Formularbedruckung vorgesehen. Diese Blanko-Formularbedruckungen gibt es noch gar nicht, die kommen, soweit ich weiß, erst im April, Mai 2021. So ungefähr, was ich irgendwo mal gehört habe in irgendwelchen Ecken. Nummer 3, Formerfordernis, Bedruckung von Verordnungen durch den Arzt oder die Ärztin. Ein Vergütungsanspruch des zugelassenen Leistungserbringers gegenüber den Krankenkassen setzt voraus, dass die Heilmittelbehandlung auf Grundlage der gemäß Absatz 16 Heilmittelrichtlinie ordnungsgemäß vertragsärztlich verordnet und durchgeführt wurde. Ist die Heilmittelverordnung nicht ordnungsgemäß ausgestellt, ist der Behandlungsvertrag gegenüber der Krankenkasse schwebend unwirksam. Die Behandlung kann jedoch begonnen werden, wenn nachfolgend Angaben auf der Verordnung enthalten sind. Angaben im Personalienfeld, Diagnosen, korrektes Heilmittel, Stempel und Unterschrift des Arztes. Finde ich auch sehr lustig. Der Arzt verordnet etwas nicht ordnungsgemäß. Der Behandlungsvertrag ist über der Krankenkasse schwebend unwirksam, aber wir dürfen mit der Behandlung beginnen, obwohl wir nicht einmal wissen, ob wir es bezahlt kriegen. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Jetzt kommen die Korrekturmöglichkeiten, Form und Zeitpunkt. Sind einzelne Verordnungen nicht vollständig oder erkennbar falsch bedruckt, kann der zugelassene Leistungserbringer dies bis zur Abrechnung im nachfolgenden beschriebenen Form korrigieren bzw. ergänzen, eine ärztliche Ergänzung oder Korrektur anstoßen. Oh, das dürfen wir sogar.
So, Absatz 2. Soweit in Ziffer 5 Korrekturmöglichkeiten auch nach der Abrechnung eingeräumt werden, gilt folgendes Verfahren. Fällt in der Abrechnung durch die Krankenkasse auf, dass eine oder mehrere Angaben auf der Vorder- und Rückseite der Verordnung fehlen oder erkennbar falsch sind, setzt die Krankenkasse die Verordnung ab und gibt einmalig die Möglichkeit, die fehlenden Angaben zu korrigieren und/oder zu ergänzen. Dazu sendet sie dem zugelassenen Leistungserbringer eine Kopie der Originalverordnung und die Begründung der Absetzung mit Verweis auf Anlage 3 des Vertrages. Reicht der Leistungserbringer in der Folge die nach dem vorstehenden Satz 3 vollständig ergänzte korrigierte Kopie der Originalverordnung zurück, entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 40 €. Reicht der Leistungserbringer die Korrektur nicht innerhalb von 3 Monaten ein, bleibt die Absetzung bestehen, die Forderung kann kein weiteres Mal zur Abrechnung eingereicht werden. Heißt im Klartext, habt ihr irgendetwas vergessen oder falsch auf der Verordnung, dann kommt die Verordnung zurück und wenn sie dann wieder eingereicht wird, kostet es 40 €. Ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Da sind im Internet ganz viele, die was sich drüber aufregen. Ich muss jetzt aus meiner Praxiserfahrung sagen, solche Rückläufe habe ich vielleicht einmal im Jahr. Weil wenn ich eine Verordnung bekomme, da passe ich schon auf wie ein Schießhund, damit das Ding auch richtig ausgestellt ist. Weil ich möchte auch mein Geld haben und ich möchte auch keinen Streit oder keinen Wirks mit der Krankenkasse. Für das ist mir meine Zeit zu schade, somit mache ich das gleich. Nummer 3. Sollten die Angaben auf der Verordnung nicht im dafür vorgesehenen Feld stehen, berührt es die Gültigkeit der Verordnung nicht, soweit die Angaben an sich korrekt und vollständig sind. Entscheidend ist, dass der Datensatz gemäß der Richtlinien an einer Anlage im Wege elektronischer Datenübertragung auf maschinell verwertbaren Datenträger korrekt und vollständig an die Kasse oder die von der bekannten krankenkassenseitigen Abrechnungsstelle übermittelt wird. Heißt im Klartext, beim Arzt verrutscht irgendwas und das Kreuzchen steht nicht auf Podologie, sondern steht auf dem, was drunter oder drüber ist. Ja, ob wir das jetzt ändern dürfen oder nicht, vielleicht kommt noch was. Genau dasselbe ist mit Zuzahlungsbefreit und Zuzahlung nicht befreit. Das Kreuzchen dafür ist meistens im Falschen. Ja, dürfen wir das ändern? Dürfen wir das nicht ändern? Vielleicht kommt es noch. Absatz 4. Soweit in dieser Anlage nichts anderes beschrieben ist, sind Ergänzungen und Korrekturen durch die Ärztin, den Arzt vorzunehmen. Solche Ergänzungen und Korrekturen erfolgen auf der Vorderseite der Verordnung an der jeweiligen Stelle der fehlenden oder falschen Angaben. Änderungen und Ergänzungen der Arzt oder die Ärztin bedürfen einer erneuten Unterschrift des Arztes, der Ärztin mit Datumsangabe neben der fehlerhaften falschen Angabe. Okay, das war bis jetzt immer so, dass Stempel und Unterschrift vom Arzt drauf sein muss. Jetzt muss Datum und Unterschrift vom Arzt drauf sein. Gut, das heißt, Patient nimmt die Verordnung mit zum Arzt, der Arzt korrigiert das Ganze, muss unterschreiben und muss auch das Datum dazu schreiben. Gut, müssen wir jetzt ein bisschen umdenken. Auch das kriegen wir hin. Absatz 5. Eine Ergänzung oder Korrektur der Verordnung ist per Fax zwischen Leistungserbringer und Arzt möglich. Das Fax muss lesbar sein und ist der Abrechnung beizufügen. Bei Faxen heutzutage noch. Okay. Ich gebe es dem Patienten mit und der muss dann das ändern lassen und muss mir die Verordnung wiederbringen. Absatz 6. Bei der Ergänzung und/oder Korrektur durch den Leistungserbringer ist sicherzustellen, dass die ursprünglichen Angaben der Ärztin des Arztes sichtbar bleiben. Änderungen oder Ergänzungen durch den zugelassenen Leistungserbringer dürfen der Unterschrift mit Datumsangaben neben der fehlenden oder falschen Angabe. Das ist doch dasselbe, oder? Dass das alles lesbar sein muss.
Weil das irgendwie dasselbe, was oben steht. Okay, gut. Verordnungsdaten. Das ist unsere neue Heilmittelverordnung 13. Ihr habt es schon gesehen. Vorderseite und Rückseite. Und das gehen wir jetzt alles schön durch. Ich werde auch hier im Video einblenden die einzelnen Felder, wo was hingehört. So, Erläuterungen zur Art der Angabe. Pflichtangabe. Ja, das ist Pflichtangabe, was der Arzt angeben muss und was wir angeben müssen. Optionale Angabe. Okay, es gibt auch optionale Angaben, was der Arzt machen kann. Konditionelle Pflichtangabe. Sind die Kennzeichenfelder müssen ausgefüllt sein, wenn die beschriebene Voraussetzung zutrifft. Das Personalfeld. Das Personalienfeld. Das sieht wie folgt aus. Art der Angabe ist eine Pflichtangabe. Ja. Angaben zu oder dem Versicherten, alles was dem Versicherten betrifft. Der Kostenträger ist einzutragen und Arzt oder Ärztin, Betriebsstättennummer, Arztnummer. Gut, da hat sich jetzt nichts geändert. Korrekturmöglichkeiten, Angaben zur oder zum Versicherten, Angaben zum Kostenträger. Okay, der Arzt kann das ändern, nicht wir, Arzt. Wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach nur die Felder durch, die was uns betreffen. Weil den Rest muss der Arzt ausfüllen, weil wenn der Arzt nicht weiß, was für einen Patienten das uns schickt, dann Mahlzeit. Gut, zuzahlungsfrei, Zuzahlungspflicht muss auch der Arzt ankreuzen. Korrekturmöglichkeit. Auf den Einzug der Zahlung darf der Leistungserbringer unabhängig von den Kennzeichen auf der Verordnung nur bei Vorlage der gültigen Befreiungsbescheinigung der zuständigen Krankenkasse verzichten. Die Felder zahlungsfrei und Zahlungspflicht müssen nicht korrigiert werden. Das heißt, es hängt davon ab, ob der Patient einen Befreiungsausweis hat oder nicht. Und die Felder müssen nicht korrigiert werden. Da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. So, Unfallfolgen für den BVG. Auch das sollte angekreuzt werden. Korrekturmöglichkeiten gibt es keine. Also entfällt. Okay. Heilmittelbereich muss ebenfalls der Arzt ankreuzen. Der Arzt muss das ausfüllen. Korrekturmöglichkeit, keine Korrektur erforderlich, aber informieren an den Arzt oder die Ärztin. Also wenn er es falsch aufgeschrieben hat, dann müssen wir den Arzt anrufen, müssen ihm sagen, ey, Alter, das hast du verkehrt gemacht. C. Hausbesuch. Hausbesuch ist anzukreuzen, ja oder nein. Korrekturmöglichkeit. Ist nur vom Arzt gegeben, mit Datum. Die Korrektur kann gemacht werden bis zum Einreichen, danach nicht mehr. Der Therapiebericht ist auch vom Arzt anzukreuzen. Also ist es angekreuzt, will er einen? Ja. Ist es nicht angekreuzt, dann will er keinen. Korrektur bis zum Einreichen. Ja, falls der Arzt dann irgendwie das später nachkorrigiert, Arztunterschrift und Datum. Dringlicher Behandlungsbedarf. Das ist neu dazugekommen. Und zwar, wer muss das ausfüllen? Der Arzt muss das ausfüllen, wenn er will, dass der Patient innerhalb von 14 Tagen behandelt wird. Ansonsten ist die Verordnung nach wie vor 28 Tage gültig. Korrektur wieder nur der Arzt mit Unterschrift und Datum. Korrekturzeitpunkt bis zum Einreichen. Behandlungseinheiten. Gemäß des Heilmittelkatalogs muss da das aufgeschrieben werden. Korrekturmöglichkeit. Fehlt die Angabe der Behandlungsmenge, ist die vom Arzt oder Ärztin mit Datum einzutragen. Sofern auf Arzt- oder ärztliche Verordnungen Höchstmengen überschritten werden, kann der zugelassene Leistungserbringer maximal so viele Therapieeinheiten erbringen und abrechnen, wie nach der Heilmittelrichtlinie zulässig sind. Gut, es gibt ja 20 Felder hinten
das betrifft uns ja nicht. Bei uns gibt es Behandlungseinheit 3 und Behandlungseinheiten 6. Mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass mehr wie 6 geben würde. Wer kann das Ganze ändern? Ja, der Arzt kann das Ganze ändern mit Datum und Unterschrift. Korrekturzeitpunkt. Nachträgliche Korrekturen sind gemäß Ziffer 4 Absatz 2 möglich. Eine Änderung der Verordnung ist nicht erforderlich. Am besten Arzt, wieder Unterschrift und Datum. So, Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges. Es sind ausschließlich Heilmittel des Kataloges verordnet. Fehlt die richtlinienkonforme Angabe eines Heilmittels, ist diese unvollständig, fehlerhaft oder passt nicht zur Diagnosegruppe, muss eine Korrektur durch den Arzt oder Ärztin mit Unterschrift und Datum erfolgen. Sofern die Ärztin, der Arzt ergänzende Angaben zum Heilmittel gemacht hat, kann hiervon im Einvernehmen mit Arzt oder Ärztin ohne erneute Arztunterschrift abgewichen werden. Die Änderung ist auf der Rückseite der Verordnung zu dokumentieren. So, Korrekturzeitpunkt, alles bis zur Abrechnung, nachher nicht mehr. Ergänzendes Heilmittel. Ja, das entfällt für uns, weil wir haben da nur 3 Heilmittel, was der Arzt verordnen kann. Aber gut, Arzt oder Ärztin, wenn er jetzt da meint, es ist noch irgendwas notwendig, wann kann er das ändern? Mit Arztunterschrift und Datum. Korrekturzeitpunkt entfällt, okay. Therapiefrequenz, das ist die Zeit, wie oft das der Patient kommen soll. Der oder die Ärztin verlegt den Therapiefrequenz fest. Änderung der Frequenz sind im Einvernehmen mit Arzt oder Ärztin möglich und müssen durch den Leistungserbringer auf der Rückseite der Verordnung an der dafür vorgesehenen Stelle mit Namenskürzel des angegebenen Leistungserbringers und Datum vermerkt werden. Durch eine Änderung der Frequenz oder Frequenzspanne verändert sich die Gesamtzahl der Behandlungseinheiten nicht. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt, der hat übelst mäßigste Hornhaut, die was schon nach 3 Wochen wieder da ist, dann am besten den Arzt anrufen, wenn er draufgeschrieben hat 4 bis 6 Wochen, Arzt anrufen und sagen, Patient hat übelst mäßige Hornhaut. Oh, ich soll es ja fachsprachlich ausdrücken. Er hat massive Hyperkeratose und da soll der Arzt dann die Behandlungsfrequenz dann runtersetzen auf 3 Wochen. Und das dann hinten draufschreiben lassen mit Arzt, Unterschrift und Datum. Was ich festgestellt habe, ist, Behandlungen unter 2 Wochen werden von der Krankenkasse nicht abgerechnet. Mir ist fälschlicherweise mal ein Datumsdreher passiert. Ja, habe ich gelust. Nachträgliche Korrekturen sind gemäß § 4 Absatz 2 möglich. Sehr schön. Die Diagnosegruppen. Die Diagnosegruppen muss der Arzt eintragen. Falls geändert werden müssen, muss das der Arzt machen. Nachträgliche Korrekturen gemäß Ziffer 4 Absatz 2 möglich. Das ist, ja, wenn du den Zettel zurückkriegst. Aber du guckst ja schon vorher, damit du den Zettel nicht zurückkriegst. Unsere Diagnosegruppen sind ja DF, QF und NF. Wir haben nur die 3. Es ist ja nicht so schwer, dass man das da reinkriegt. Behandlungsrelevante Diagnosen, ICD-10-Codes. So, diese ICD-10-Codes sorgen ja schon seit dem, was es gibt, für Verwirrung. Die Krankenkasse möchte ja in dem Sinn nicht, dass eine Liste mit den verfügbaren ICD-10-Codes bei uns umgeht. Kann ich auch verstehen, weil sonst geben wir den Arzt den ICD-10-Code und der verordnet nur mehr das. Ist laut Hauptvertrag ja wieder gegen den Hauptvertrag, weil wir dürfen ja den Arzt nicht beeinflussen, was er denn verschreibt. Gut. Mit der neuen Software sollte theoretischerweise die ICD-10 Klartext-Übersetzung auch hinhauen. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, weil bis jetzt hat es nämlich nicht funktioniert mit dem ICD-10-Code. So, fehlende Angaben bei diesem Code.
Ja, Arzt mit Unterschrift und Datumsangabe muss er das korrigieren. Die Korrekturen müssen vor Einreichung gemacht werden. Leitsymptomatik. Die Leitsymptomatik A, B, C. Gemäß Heilmittelkatalog. Haben wir jetzt auch schon, zum Beispiel DFC, podologische Komplexbehandlung. DFA, Hornhautabtragung. DFB, Nagelschnitt. Das Ganze ist nach wie vor dasselbe geblieben. Ist auch nicht so schwer, das Ganze umzusetzen. Natürlich muss man gucken, dass der Arzt das auch ordentlich angekreuzt hat. Fehlt die Leitsymptomatik oder erkennbar falsch, ist mit Einvernehmen Arzt, Ärztin ohne erneute Unterschrift nachtragend ergänzt oder geändert werden. Auch sehr schön, das dürfen wir mal ändern. Nicht schlecht. So, Therapieziel, wenn der Arzt eins reinschreibt, dann ja, schreibt er eins rein. Wenn wir es ändern wollen, natürlich mit Unterschrift und Datum. Korrigieren müssen wir es nicht lassen. Vertragsarzt Stempel und Unterschrift. Der Arzt muss natürlich Stempel und Unterschrift draufhauen, weil sonst ist das Ganze nicht gültig. Ist nach wie vor dasselbe wie bei der alten. So, die Rückseite. Die Rückseite der Verordnung. Bestätigungsfeld mit Datum, Maßnahmen, Leistungserbringer, Unterschrift des Versicherten. Da sind jetzt 20 solche hübschen Felder. Das Ganze soll maschinell lesbar sein, in Klartextform sein und der Patient soll es auch noch lesen können, weil er muss ja dann dafür unterschreiben. Erkennt sie das Ganze, dass das alles nicht hinhaut? Weil wir haben dir vorhin gehört in Anlage, es war Anlage 3.2. In Anlage 2 bei der Vergütung, wir können abrechnen die podologische Behandlung klein oder groß und die Befundung. Und falls ein Hausbesuch ist, muss der Hausbesuch auch noch drauf. Und das in so einem kleinen Mini-Feld. Ich hoffe nur, dass Abkürzungen gehen, weil sonst geht sich da gar nichts aus. Aber es steht ja eigentlich im Klartext. Gut, Korrekturmöglichkeiten durch erneute Unterschrift des Versicherten mit Angabe Datums und Behandlungstermin. Gut. Korrekturzeitpunkt, die Unterschrift des Versicherten muss vor Einreichung der Abrechnung erfolgt sein. Nachträgliche Korrekturen kosten Geld. Ich glaube, ich mache noch mal extra Video, wie ich die ganze Verordnung abrechne. Oder was ich kontrolliere bei der Verordnung. Das mache ich noch mal extra Video, weil das... Okay. Rechnungsdaten. Die Rechnungsdaten, wer selbst mit der Krankenkasse abrechnet, muss natürlich die Rechnungsnummer eintragen. Die IK des Leistungserbringers, die müssen wir alle eintragen, vorne und hinten. Also ich empfehle es jedem, dass ihr auf der Vorderseite und auf der Rückseite eure IK-Nummer einträgt. Weil wenn nämlich das Ganze jetzt der Krankenkasse übermittelt wird und irgendwie die Zettel durcheinander kommen, weil man hatte teilweise nicht nur ein Verordnungsblatt, sondern zwei, und dann weiß man ja auf die Schnelle nicht, zu welchem Leistungserbringer geht es. Belegnummer. Die Belegnummer setzt sich ja nach dem zusammen, wie das bei der Krankenkasse eingeht. Also die Rechnungsnummer muss ja fortlaufend sein und die Belegnummer ist pro dem, was man einreicht. Zum Beispiel, man hat jetzt da 20 Belege und da haben wir jetzt Rechnungsnummer 2021 56, Belegnummer 3. Der nächste ist 2057, Belegnummer 4 und so weiter und so fort. So, hier sind die Leistungserbringer nach Beendigung der entsprechenden Verordnung. Ja, das IK des Zugelassenen ist zusätzlich auf der Vorderseite der Verordnung einzutragen. Zusätzlich steht hier, gell? Also vorn und hinten. Korrekturmöglichkeit, ja, gibt es. Zugelassene Leistungserbringer sind auf Vorder- und Rückseite Verordnungen vorzunehmen. Fehlt die Angabe der IK auf der Vorderseite der Verordnung, ist dies unschädlich. Aha, unschädlich. Korrekturzeitpunkt, nachträgliche Korrekturen nach §
Ziffer 4 Absatz 2 sind möglich, kostet Geld. Also guckt, dass das alles ordentlich macht. Behandlungsabbruch. Dieses Feld kommt auch des Öfteren zum Einsatz bei uns, wenn jetzt ein Patient nicht mehr kommt, verstirbt oder die Verordnung einfach droht ungültig zu werden. Behandlungsabbruch. Gut. Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers. Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Stempel, Unterschrift drauf. Ich habe ein Abrechenzentrum. Falls das Abrechenzentrum feststellt, dass ich das vergessen habe, kriege ich schon vom Abrechenzentrum meine Verordnung zurück mit der Angabe, dass das verkehrt ist. Das heißt, die Krankenkasse kriegt das gar nicht. Bin ich auch ganz froh drum. In diesem Fall hätte ich jetzt 40 € gespart. Ja, die Korrekturen, man kann sie machen, kostet Geld. Ja, das war jetzt die ganze Anlage 3. Sehr verwirrend mit der ganzen Ausfüllerei. Aber wie gesagt vorhin, ich werde die nächste Zeit noch ein Video machen, wie ich, falls ich denn eine neue Verordnung bekomme. Bis jetzt habe ich noch keine, aber ich werde bestimmt bald eine kriegen, was ich auf der Verordnung alles nachgucke, damit dass die Verordnung auch konform und nicht absetzbar bei der Krankenkasse eingeht. Ja, sehr schön mit den neuen Verordnungen. Keiner kennt sie aus, aber alles geht. Wir kriegen das alle hin. Also, liebe Leute, lasst den Kopf nicht hängen. Wir kriegen das hin. Das war jetzt Anlage 3. Weiter geht's mit Anlage 4. Ich bin Podologin Andrea. Abonniert den Kanal, Daumen hoch und ab zum nächsten Video. Bis gleich, eure Podologin Andrea. Tschüss.